Ein bisschen weitersprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Thomas Helmer, EM-Experte, Welt-EM-Experte und ehemaliger deutscher Fußballprofi. Morgen, Thomas. Hallo. Der eine oder andere hat noch so ein bisschen Kater nach dem Freitag. Dauert ja nach so einem verlorenen Spiel dann doch ein bisschen länger. Aus deiner Sicht als Profi heute Abend gucken oder lieber sein lassen und die EM abhaken? Wenn du gespielt hast und ausgeschieden bist, ja. Nicht gucken. Nicht gucken? Nee, oh. Kein Bock mehr. Das war jetzt eine kurze, knappe Antwort. Ja, entschuldige, aber es ist so. Ist so? Ja, wir haben uns irgendwo verkrochen, sind in den Urlaub gefahren, wollten eigentlich nichts mehr vom Fußball hören. Nichts mehr. Null. Ja gut, nun findet das Spiel heute Abend trotzdem statt. Wie ist denn da deine Haltung? Also lieber gegen einen zukünftigen Europameister verloren zu haben im Viertelfinale oder bist du da andere Sicht? Also du weißt, wo ich hin will. So ja, klar. Obwohl es viele gönnen es, glaube ich, jetzt den Holländern oder den Niederländern. Ja, die können besser tanzen, das stimmt. Okay, auf der anderen Seite links, rechts, weißt du ja auch mittlerweile. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, deshalb ist das bei mir ein bisschen schwierig. Nein, Quatsch. Ich glaube, die Franzosen haben bisher auch einfach kein gutes Turnier gespielt. Ja. Deswegen ist man eher auf spanischer Seite, natürlich. Weil sie uns auch geschlagen haben, weil sie auch die beste Mannschaft sind bisher im Turnier. Und deswegen ist man eher auf spanischer Seite. Würde ich dir sogar recht geben, tatsächlich, weil die schon gezeigt haben, was sie können. Die Franzosen sind die nicht gefordert worden bisher oder haben die wirklich, wir haben es im Beitrag gerade gehört, haben die wirklich nur so viel Kraft eingesetzt, wie man ihnen abverlangt hat? Ich glaube, so grundsätzlich, wenn du dir mal die K.O.-Spiele ansiehst, ne, solange kein Tor gefallen ist in diesen Spielen, waren die alle relativ, langweilig ist vielleicht das falsche Wort, ne, aber sehr von Taktik geprägt. Ne, viel Ballbesitz, Hin- und Hergeschiebe. Als dann eine Mannschaft in Führung gegangen ist, logischerweise musste die eine ja aufholen und mehr aufmachen und die andere hatte mehr Plätze. Dann wurde es ein gutes Fußballspiel. War bei uns auch so im Prinzip. Die erste Halbzeit gegen Spanien war ja auch nicht besonders gut. Ja, das stimmt. Ne? Und dann ging es los. Und das ist ein bisschen das Problem bei diesen K.O.-Spielen. Gut, nun wird möglicherweise das heutige Halbfinale ein bisschen anders. Denkst du, oder denkst du, wird man auch erst mal ein bisschen abtasten und dann versuchen, die Lücke zu finden? Ja, ich befürchte das fast, ne? Dass es ähnlich so laufen wird. Ja. Die Franzosen haben das ja bisher zelebriert, sage ich mal. Die Spanier spielen natürlich weiter nach vorne, fangen auch vorne an zu pressen, wollen das Spiel weit vom eigenen Tor weg haben. Wenn ihnen das gelingt und hoffentlich ein schnelles Tor, dann wird es ein gutes Spiel. Wird ein gutes Spiel. Dein Tipp vielleicht noch? Also was denkst du, wie geht's aus? Normalerweise muss man sagen, so wie die Franzosen aufgetreten sind bisher und eben die Spanier dagegen, dann müssten die Spanier weiterkommen, ins Finale kommen. Ja. Okay, das war eine eindeutige Antwort. Dann, achso, nee, du guckst ja nicht, hast du gesagt, weil du hast ja abgeschlossen. Doch, ich gucke. Ach, du guckst? Ich habe ja nicht gespielt. Ah ja, stimmt, du hast ja nicht gespielt. Hätte. Dann wünsche ich dir ein schönes Spiel heute Abend. Danke, Thomas Helmer, für den Moment. Danke. Gerne.